Er haucht alten Autos wieder neues Leben ein. Vincent Krampohl ist Oldtimer-Restaurator aus Eppertshausen. Und dieses Mal hat er sich bei uns gemeldet. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben einen Wahnsinns-Scheunenfund gemacht. Hättest du Lust, uns zu begleiten? Na klar haben wir Lust. Der Scheunenfund, ein alter Audi im Dornröschenschlaf. Wenige Tage später treffen wir den Südhessen samt Freundin Jessie und Werkstattleiter Pat in Helsa bei Kassel. Ich weiß nicht, ob ihr da mit gerechnet habt, aber da ist das Prachtstück. Wir haben 2 Stunden Zeit, ne? Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen ranklotzen. Das Audi 100 Coupé wartet verstaubt und verdreckt in einer alten Scheune. Sowas heute noch aufzuspüren, ist eine echte Sensation. Also Potenzial hast du in so einem Auto immer, weil ich sag mal, gerade Originalteile werden immer seltener, aber vielleicht auch an sich die Basis könnte besser sein, als man denkt. Der ist jetzt natürlich optisch vielleicht eher, er hat etwas weniger Aufmerksamkeit bekommen in der letzten Zeit, aber vielleicht sogar, wenn man den mal wieder ein bisschen abschraubt und so weiter, sieht er vielleicht gar nicht so verkehrt aus, dass man so die Karosserie wieder retten kann. Deswegen gibt es so viele Möglichkeiten, um so ein originales Fahrzeug halt eben irgendwie wieder ein zweites Leben zu holen. Peter Wilczek ist der Schwiegersohn der aktuellen Besitzerin. Er hatte im Internet gesehen, dass Vincent schon mal so einen Audi restauriert hatte. Den Papierkram erledigt Werkstattleiter Pat, danach soll die Bergung losgehen. Falls einer der Schlüssel passt. Es ist ein ganzer Satz an Schlüsseln aufgetaucht gestern und jetzt müssen wir mal gucken, wenn es draußen ist, ob einer passt. Ich weiß es nicht, also, ob da jetzt einer noch reingeht. Ich glaube, sowas findet sich in jedem Keller, ne? Irgendein Behälter mit vielen Schlüsseln. Das ist die Historie von sämtlichen alten Autos, die es mal gab und vielleicht passt ja noch einer. Das Audi war das Kindheitsauto seiner Frau und hat einige Jahre die Familie von A nach B gebracht. Seit 1983 steht er in der Scheune. Die Challenge für heute: einen auseinandergesägten Mercedes beiseite schieben, dann den Audi aus der Ecke rollen und das alles innerhalb von 2 Stunden, dann kommt der Transporter. Also diese ganze Geschichte hier jetzt mit dem Freiräumen ist ja eigentlich nur dieses Beiwerk. Wir wollen ja eigentlich an dieses gute Stück hier. Ist aber tatsächlich eigentlich die Regel, dass es halt eben so aussieht. Ist schon mal schön, dass nur ein Auto hier steht und dass das auch schon ein bisschen filetiert wurde. Aber du musst einfach kreativ werden. Du nimmst alles mit an Werkzeug, die Hälfte fehlt trotzdem noch. Und dann guckst du einfach, dass du mit dem, was du irgendwie vor Ort findest, dir was bastelst, dass du halt dein Ziel erreichst. Die Mercedes-Front schieben sie mit Wagenheber und sogenannten Go-Checks zur Seite. Und zum ersten Mal kann man mehr vom Audi sehen. Ich würde sagen, so langsam kommt die Schönheit zum Vorschein, aber es ist doch auch einiges an Arbeit. Die Motorhaube ist schon zweigeteilt mittlerweile, die innere und äußere Hälfte. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch zum Vorschein kommt, wenn man mal so hier dann an der Seite und hinten gucken kann. Aber haben wir schon mit gerechnet. Vorstellung? Ja, nimm mit. Immer wieder erstaunt, wie leicht diese Tür aufgeht. Aber ey, wir haben ein kleines Problem, glaube ich. Ich glaube, die Handbremse ist gezogen. Das ist jetzt nicht so gut. Also ich habe die Handbremse jetzt runtergekriegt, aber garantiert ist hinten die Bremse komplett fest. Ich glaube nicht, dass er rollen wird. Und da auch keiner der Schlüssel gepasst hat, sitzt zusätzlich das Lenkradschloss fest. Mit deinem Zeitplan bist du jetzt wie zufrieden? Mit meinem Zeitplan? Ich will gar nicht aufs Handy gucken. Der Zeitplan ist etwas optimierungsbedürftig. Schauen wir mal. Auch der Audi ist nur mit Rangierhilfen frei zu bekommen, doch dann rollt er. Seit 40 Jahren sind das seine ersten Zentimeter und zum ersten Mal kann Vincent die wunderschöne Heckklappe öffnen. Oh, ja, wunderbar. Das ist jetzt der Millionen-Dollar-Fund ist ausgeblieben. Das einzig Positive ist zumindest, dass er nicht ganz so gerostet ist, wie man es vielleicht jetzt im schlimmsten Fall erwartet hätte. Typische Krankheit bei dem mit dem Tank und so weiter, das ist trotzdem alles durch. Aber es hätte schlimmer kommen können. Oh, ich glaube, der ist abgelaufen. Dann lösen sich sogar die festgebackenen Bremsen. Und Peter Wilczek nimmt Abschied mit einem guten Gefühl. Also, ich glaube, es ist in guten Händen, das Auto. Ein Audi 100 Coupé im Top-Zustand kann 50.000 € bringen. Was Vincent bezahlt hat, will er nicht verraten. Aber Geld allein ist es sowieso nicht, was ihn hierher gebracht hat.
Manche suchen sowas aus Emotionen, weil es dasselbe Baujahr ist, weil der Vater so ein Auto hat oder wie auch immer. Da kommt es dann nicht so in erster Linie auf die Wirtschaftlichkeit drauf an. Und für so Leute ist es eigentlich gedacht, sowas zu erhalten, dass man halt eben sowas nicht auf den Schrott stellt, sondern halt eben dann den passenden dafür findet. Wird dieser Oldtimer je wieder fahren? Er hat auf jeden Fall eine lange Reise hinter sich und eine lange Reise vor sich.